Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo ihr Lieben, willkommen. Wir schauen uns heute an, was erwartet uns jetzt, wo sind die Transformationskräfte, was für Botschaften kann ich weitergeben für meine Zuschauer. Ja, mach mit, schließe dich irgendwo an, raus aus der Komfortzone. Es kann jetzt hier in der Beziehungsdynamik sein. Ich muss die Karten ein bisschen weiter hochlegen, ich habe sonst keinen Platz. Oder auch bei den Finanzen, die Karte lag noch unten am Deck. Vielleicht betrifft es auch beides. Mitmachen heißt aktiv werden, ne? Da ist eine Energie, da steht man wieder auf, da fängt man von Neuem an, da überlegt man sich Strategien, man verbindet sich mit anderen, man hält auch Fluktuationen in den Finanzen aus, ohne dass man gleich die Panik bekommt. Auch hier bei den Finanzen ist es tatsächlich wieder wirklich wichtig, dass wir das spirituelle Gesetz von Ursache und Wirkungen beachten, denn Bemühungen führen eben auch zu entsprechenden Resultaten. Und das, was man reingibt, kriegt man auch wieder raus. Aber ich glaube, es geht auch darum, das mit dem Herzen zu machen. Vielleicht auch mal zu bitten, ne? Ich meine jetzt Gehaltserhöhungen, irgendwas, Beförderungen oder eben positiver werden in den Gedanken, dass irgendwas verloren gehen kann. Hier ist irgendwo eine Belohnung für gewissenhafte Arbeit, die man bisher geleistet hat. Und vielleicht hat man das ein Stückchen aus den Augen verloren, aber wir kriegen es hier unwillkürlich wieder mit. Also aufstehen, mitmachen, sich wo anschließen. Schauen wir ein bisschen weiter. Also wir haben schon erstmal den Schutzengel da. Hier kommt Trost, ne? Hier ist man umgeben von Schutz in den Situationen. Und es geht sehr viel um die Selbstliebe, ne? Was bin ich mir wert? Gerade auch bei Beziehungsdynamik, bei den Finanzen. Wo lasse ich etwas bleiben? Wo gönne ich mir nichts? Wo bin ich selber knauserig mit mir vielleicht auch? Wo gebe ich anderen mehr als mir? Das hat alles was mit dem Thema Selbstliebe zu tun. Man weiß hier auch, dass gewisse Dinge zu einer gewissen Zeit kommen. Hier ist der göttliche Zeitplan. Der ist auf der bewussten Ebene. Und hier wird es Zeit, wieder für etwas aufzustehen. Sich selbst das wert zu sein. Und die göttliche Führung, seht ihr alles, die sitzt ja bereits im Unterbewusstsein. Ne? Das weiß man alles, da ist man schon verbunden mit allem. Man hat sehr viele Erfahrungen, man weiß, wie die Dinge funktionieren und man darf sich das wert sein, dieses auch anzuwenden für sich selbst. Hier liegt das Loslassen in der Vergangenheit. Ich habe die Karte sehr gerne, denn sie symbolisiert, wie sinnlos es ist, manches festzuhalten. Hier ist ein Krug, der ist schwer, sie hat beide Hände voll zu tragen mit dem Ding und doch läuft ihr das Wasser raus. Ne? Sie wird am Ende mit leeren Händen dastehen und auch das gehört zu Selbstliebe, dass man solche Muster auch weglassen kann. Das Thema Freundschaft ist hier sehr wichtig. Menschen, die aktiv sind, die vielleicht für das gleiche Thema einstehen.
Aber hier habe ich trotz allem auch, wir haben die Beziehungsdynamik mit dabei. Hier ist es vielleicht auch Zeit für die Öffnung für andere Menschen wieder. Freunde, die in der näheren Zeit vielleicht auch wirklich wichtig werden. So, und hier ist die Fülle. Die Fülle liegt in unserem eigenen Haus drin sozusagen. Natürlich auch so dieses Ding, wie gehe ich mit dem Thema um? Was erfüllt mich? Was bereichert mich irgendwo? Und so mancher Mensch ist ja Gold wert. Das kannst du mit Geld nicht aufwiegen. Hier fällt es einem vielleicht ein bisschen schwer, sich auf das Wesentliche oder sich selbst zu konzentrieren, weil das Außen hier viel fordert oder man guckt sehr nach außen, man lässt sich vom Außen ablenken, man besinnt sich nicht auf die wirklich wichtigen Dinge. Hier kommt die Gelassenheit. Das ist ein gutes Gefühl. Man hat, wie gesagt, wenn man hier gleich die Panik schiebt, wenn irgendetwas kommt, mit dem man nicht rechnet und dann denkt, alles geht jetzt den Bach runter, hast du hier dieses Gefühl von, es gibt eine Lösung, ich lasse mich nicht umwerfen, ich bin es mir wert, ja, und auch dieses Gefühl, vielleicht nicht gleich loszurennen und alles wieder in Ordnung zu bringen, weil wir eben göttliche Führung, göttlicher Zeitplan auch wissen, dass manches Aufgaben sind, Lernaufgaben. Gelassenheit ist auch eine Lernaufgabe, ne? Da musste ich auch an mir arbeiten, sehr viel sogar. Bei der Gelassenheit kann man einfach weglassen, was einen aufregt oder was destruktive Züge auch sind. Ich brauche noch eine, Dankeschön. Guckt mal, hier ist ein Weg, der macht uns sehr frei. Der führt uns in die Freiheit und in die Leichtigkeit. Ne? Wir haben hier eine ganz verspielte Energie hier unten. Da ist nicht so eingepfercht oder auch in 1000 Muster eingebunden, sondern da geht man mal ganz frei mit allem um und leicht und macht sich nicht gleich einen Kopf. Freiheit ist ja auch, ne? Etwas befreit sich, etwas ist so, dass du sagen kannst, mir tut das gut, ich bin nicht gezwungen, irgendwas zu tun. Und hier kann man natürlich auch in Beziehungsthemen, ne? Wenn du hier Freunde hast, die dich verstehen, die lassen dich auch mal in Ruhe, die wissen, wann es dich nervt oder wann es zu viel wird. Und da darfst du frei du sein, wie du bist. Und das ist ein wunderbares Phänomen. Ja, bei der Karte kann natürlich auch sein, dass man spürt, wo man sich selbst Grenzen auferlegt hat. Und wo der Wunsch da ist, diese eben nicht mehr zu haben. Man hat auch jederzeit die Freiheit, eine neue Wahl zu treffen, die Gedanken zu bestimmen. Und da geht es auch mit um das Thema Selbstliebe, ne? Wie oft sagt man, ich muss dies, ich muss das. Und hat dann dieses Gefühl, man wäre nur in Zwängen irgendwie drin. Aber man muss nichts, man kann alles freiwillig machen oder auch bleiben lassen. Und hier hilft auch die Gelassenheit ungemein, ne? Hier kommt einfach mehr Freude auf den Weg und mehr dieser Gedanke von, ich bin es mir wert, dass ich dies, das nicht mehr tun muss. So, schauen wir hier noch.
Hier darf man auch mal um was bitten, was man möchte. Da haben auch viele ein Problem mit, ne? Aber das gehört auch zur Beziehungsdynamik, dass man mal andere fragt, dass man sich helfen lässt, dass man sich unterstützen lässt. Möglicherweise auch von oben. Ja, das ist doch schön. Hier finde deinen Platz. Ja? Selbstliebe, mein Platz, meine Oase, mein Seelenplatz. Das Gefühl, zu Hause zu sein, nichts zu müssen, in keine Zwänge eingepfercht zu sein. Und natürlich ist hier auch die Überlegung, bin ich am richtigen Platz, wo ich bin? Und wie wertschätze ich das, was ich habe? Ne? Viele sind auch von dem Wunsch geplagt, immer mehr zu machen und immer noch mehr. Und wir werden dann immer unzufriedener. Ne? Was ist dein Ziel? So, wir schauen noch ein Vögelchen. Hier kommt die Lerche. Ich bringe dir Unbeschwertheit und Freiheit. Ein angenehmes Liebeserlebnis kündigt sich an. Selbstliebe, Liebe zieht auch wieder Liebe an. Hier haben wir die Beziehungsdynamik. Und als Botschafter zwischen den Welten verkündige ich dir Informationen aus der oberen Welt. Das ist eine sehr umfangreiche Legung. Viele Impulse. Jetzt hätten wir gerne noch einen Glücksimpuls. Ja, hallo. Investiere in deine Angelegenheiten. Das passt wunderbar, denn um das geht es. Und unten haben wir noch den Glücksfall. Man erntet, was man sät, investiert in euch genauso viel wie in alles andere, in die Arbeit, in die Familie, in die Beziehungen, in deine Angelegenheiten. Dann erlebst du hier die Freiheit. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch und bis bald.